die große Aktion Preise fallen im freien Flug. Allerdings hast du hier nur 6.000 € runtergemacht. Man muss sagen, dass der Carabus Ford 600 MQ ist schon kampfpreismäßig angesetzt, oder? Das ist wirklich kampfpreismäßig angesetzt. Da ist die Marge deutlich geringer bei den Campervans. So, stell ich mal nach links. Ich muss mal eine Lobeshymne an die Firma Ford machen, denn es ist für mich der leiseste Kastenwagen überhaupt. Er ist leiser als VW, als alle anderen. Habe ich persönlich getestet, selbst leiser als der Mercedes. Okay. Und was ganz schlimm ist bei dem Auto, wenn du den mit der großen Motorisierung und Automatik bestellst, hast du das Gefühl, du fährst gar keinen Lieferwagen, sondern du bist immer zu schnell. Also fährst in der Innenstadt, ich habe schon Strafzettel bekommen damit. Okay. Ich fahre einen teilintegrierten, kann ich ja ruhig sagen, Etrusco. Okay. Da ist der gleiche drunter mit Automatik und der geht wie Schwein. Also es ist unvorstellbar. Wahnsinn. Ne, ich bin jetzt bis jetzt nur den 130 gefahren. Also der große mit Automatik, also selbst der 130er, der hat richtig Drehmoment. Was aber krass ist, die sind so leise. Also das ist das, was viele gar nicht wissen, dass die Fahrzeuge bauen unglaublich automotiv und extrem langlebig. Diese Fahrzeuge laufen, ich glaube, 15 Jahre, 20 Jahre. Es gab mal ein Problem, ich weiß nicht, ob du das gehört hast bei Ford, mit Langständern vor etwa 10 Jahren. Das weiß ich, ja. Die versuchen wir auch nicht in Zahlung zu nehmen, ja. Das Problem ist noch nicht mal an dem Auto, sondern das Problem war irgendwie, da hat sich Kondenswasser irgendwas abgebildet, irgendwas ist da passiert, wenn die lange standen. Und da hat niemand dran gedacht, dass jemand die auch mal ein halbes Jahr einfach stehen lässt. Das ist ja beim Camper vielleicht, sollte sie ja nicht, aber kann passieren. Ne? So, das Thema ist seit, ich glaube, 10 Jahren behoben. Gar kein Problem mehr. Und hier steht der Ford. Innenraum ist gigantisch groß. Ist gigantisch groß, eine bessere Stehhöhe gegenüber den Fiats und den VWs. Das muss man schon ganz klar sagen. Er ist viel bulliger, aerodynamischer. Also wenn ich den Fiat daneben halte, da hat man sich schon so ein bisschen satt gesehen. Genau, der ist ja filigraner. So, den habt ihr aber auch. Also wenn jemand zum Beispiel Peugeot, Fiat, egal. Das haben wir auch. Habt ihr auch. So, also nicht, dass wir jetzt sagen, hier der eine ist besser. Einen Strauß haben wir. Ich will nur immer dagegen vorgehen, wenn Leute sagen, ein Ford. Also fahrt die Kiste erstmal. Wollte ich gerade sagen. Das Ding ist absolut führerscheingefährdend, ja. Ja, also auf jeden Fall fahren, steht auch zur Verfügung. Gerne einen Termin vereinbaren. Komm, wir gehen mal hin und starten ihn einfach mal. Du musst ihn nicht fahren. Du musst ihn einfach nur mal einen Motor anlassen, dass ihr mal hört. Mittlerweile ist auch alles erhältlich. Am Anfang, als der Ford da war, war das ein Problem mit den Blisses. Du weißt selber, da waren die nicht lieferbar. Genau. Mittlerweile gibt es alles. Das können wir gleich mal zeigen, sogar Privacy. So, und jetzt, wenn ich die Tür zumache, dann fragst du dich ernsthaft, ob der Motor läuft. Ja. Der ist hier unhörbar. Das ist krass, oder? Ja. Der läuft gerade. Warte, ich zeig's als Beweis. Der Drehzahlmesser, er läuft. Das ist dann die Automatik, also die ist ein Traum. Die kostet nicht viel, das ist das Coole. Die ist nicht so teuer wie bei den anderen, nicht so wie bei Fiat mit 3.000 €. Die ist deutlich günstiger. Dann das Lautsprechersystem, was eingebaut ist, das ist so gut, dass man eigentlich überlegen muss, ob man es nicht drin lässt. Weil es ist, du kennst das selber, das Original Mercedes, aber meine Tochter war drin, da war das Original Ford-Radio drin. Ihr habt ja jetzt hier ein großes Entertainment-System drin mit Rückfahrkamera. Rückfahrkamera, du könntest mal hier mal einsetzen. Will er jetzt nicht. Boah, endlich geht mal was schief bei dir. Das ist ja schlimm. Mach nochmal an Rückfahrkamera. Vielleicht geht's ja jetzt. Tja, dann haben wir genau den gezogen, wo es jetzt nicht geht. Ja, warum auch immer. Auf jeden Fall, Rückfahrkamera ist mit drin. Rückfahrkamera, dann, Navigation, du merkst, die perfekte Knausqualität scheitert an der Rückfahrkamera. Das ist schon mal gut. Multifunktionslenkrad. Das Lenkrad, schön von der Haptik, angenehm. Leichtgängig, liegt schön in der Hand. Dann hast du 2 Armauflagen. Also ich muss nur sagen, weil das ist nämlich so, ich habe ja ein Iveco Daily, fahre ich ja zurzeit gerade ein Allrad, eine Armauflage. Eine? Ja, auf der Seite, auf der anderen Seite nicht. Ja. Und du hast 2 Armauflagen mit drin. Und du hast hier den automotiven Stoff mit eingebaut, der übrigens auch so 1:1 wiederholt wird hinten an den Sitzen. Also ich bin großer Ford-Fan. Hört man es ein bisschen raus? Etwas, ganz leicht, Sven. So, zeig mal bitte, hier vorne ist jetzt eine Navi-Halterung drin. Das heißt, hier kannst du ein Tablet einspannen oder ein Handy. Ja. Hast du mal geübt? So, das finde ich mal so schön, wenn du etwas zum ersten Mal machst. Das kann man nämlich hier oben einfach drüber machen und so kann man das Handy einfach aktivieren. Viele fahren ja mit Google Maps und so.
Der Unterschied ist natürlich, wenn du das hast, du hast ja viele Beschränkungen bei Android Auto. Du darfst zum Beispiel, kannst ja das Gerät nicht mehr bedienen, ja. Das ist richtig, ja. Man sollte es ja auch nicht bedienen während der Fahrt, ne? So, das ist mit drin. Dann hast du hier eine Privacy-Verdunklung, zeig mal, die kannst du in mehreren Rasten nämlich machen. 2 Stück insgesamt. Du kannst das Ding einfach hochziehen. Und jetzt kommt die Besonderheit, Rastung Nummer 1, du kannst noch rausgucken. Warte, ich helfe dir. So, das ist Rastung 1, du kannst rausgucken, keiner kann mehr reingucken. Genau. Und Rastung 2 ist dann ganz zu. Und das Ganze ist ziemlich cool. Ja, mach's ruhig mal mit 2 Händen. Das muss man auf jeden Fall mit 2 Händen machen. So, da ist es drin. Voilà. Ist drin. Hast du auch noch nie gesehen, oder? Das System? Nee, wir kennen immer nur das Remise-System oder das lose eingelegte. So, jetzt darfst du es noch einmal machen und dann aber ohne. So, jetzt zeige ich nämlich mal gerade, du hattest nämlich das Preisschild noch in der Hand. Ja. So, das machen wir jetzt mal ohne Preisschild in der Hand. Und jetzt mach's mal runter. Alle guten Dinge sind 2. Wir hatten vor kurzem mal ein Faltbike von einem Riese- und Müller-Händler 3-mal aufbauen lassen. Beim 3. Mal ging es dann vollkommen problemlos. Und auch jetzt hast du es geschafft. Also man muss es einmal üben. So ist es. Immer üben. Wie lange steht der auf dem Hof schon, der Ford? Den haben wir jetzt 3 Monate hier stehen. 3 Monate hier stehen. Wie ist die Nachfrage nach Ford? Kommt der langsam an bei den Knausgrund? Der kommt ganz langsam an, weil es noch nicht wirklich durchgesickert ist, dass wir jetzt auch Ford bauen. Das ist noch ein ungewohntes Bild bei uns, aber der hat schöne Vorzüge, wie du auch schon erwähnt hast, vom Fahren, von der Stehhöhe, gerade für Großgewachsene. Ich glaube, was aber die Lautstärke angeht, also bitte mal Probe fahren. Ihr könnt ihn mit allen Fahrzeugen hier vergleichen. Er wird eines der leiseste Fahrzeuge überhaupt sein und also auch vom Fahrwerk her, bitte fahrt den mal. Es ist also wirklich ein tolles Auto. Mehr kann ich nur sagen. 2-mal mit den Kunden. So, dann machen wir jetzt mal eins, wir steigen mal aus. Du darfst mal, warte mal, mach das mal gerade. Ich steige mal komplett aus. Du darfst mal vorne die Sitze drehen, bitte. Der hat nämlich auch eine Besonderheit. Es gibt keine Handbremse mehr auf deiner Seite. Nee, der hat eine elektrische. Elektrische Handbremse, wo Fiat so langsam werden die ausgeliefert mit elektrischer. Ja, man kann es jetzt zusätzlich wählen. Bei Ford ist es so, dass es serienmäßig ist ab Modelljahr 24. So, ist serienmäßig. Kann ich es auch mit dem Original Ford Navi kriegen? Aktuell nicht. Ne? Aktuell nicht. Also ist immer Xcent oder was ist hier drin? Egal, irgendeins. So, wir drehen mal. Also mein B- oder C-Team hat die, glaube ich, gedreht auf der Messe. Deswegen bin ich ein bisschen, für mich ist das jetzt absolute Premiere. Echt? Ich habe noch keinen gesehen. Okay. Aber schön gemacht. Wenn du guckst hier, auch der Tisch hat wieder keinen Stempel. Ja, das ist die Knaus-DNA. Na, jetzt. Und die Belastbarkeit vom Tisch? 40 auch Kilo. 40 Kilo. Ja. Ohne Fuß. Ohne Fuß, ja. So, kannst du einfach ausklappen. Das geht. Dann kannst du den Alva-Locker anheben Und verstellen. und verstellen. Was ich cool finde, ist dieses schwarze Polster. Das ist so automotiv, weil viele werden das Auto ja im ganz normalen Betrieb fahren. Und dann hast du hier natürlich Entfall, Hubbett. Ist hier ein Hubbett möglich an der Stelle? Nee, ein Aufstelldach. Ein Aufstelldach. Aber trotzdem die Stehhöhe, stell dich doch mal hin, du bist 1,85 Meter. Das ist schon krass. Ja, Wahnsinn, richtig luftig, richtig So. schön angenehm. Und je weiter du zu mir kommst, desto mehr Stehhöhe generierst du. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst und jetzt mal die Hand dazwischen machst, dann siehst du, also können Leute mit 2 Meter können hier stehen. Ja. Und du hast volle Stehhöhe auch in der Dusche. Komm, wir tauschen mal gerade. Dann zeigen wir mal, weil das Highlight ist nämlich das Bad. Und du würdest hier sagen, das Auto ist für Leute 2 Meter geeignet, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand was sucht, der größer ist, dann auf jeden Fall auf Ford-Basis. Mach auch hier mal Hand, bitte nochmal. Also bist du bei, ja, ich denke, da ist man bei fast 2 Meter vielleicht nicht, aber 1,95 Meter Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Hier auch die Drehtoilette. Jetzt hier mit dem optionalen Duschrost für die Druckverteilung, was auch nass werden kann. Hier wird man noch klassisch mit Vorhang arbeiten.
Dann kann man die Armatur aber auch aus dem Fenster raushalten. Ich bin ja kein Vorhanggegner, muss ich immer sagen, weil Vorhänge klappern nicht, hat einen riesen Vorteil. Nicht, genau. Die sind auch mittlerweile hygienisch, antibakteriell habe ich gehört, Richtig. werden nicht mehr schwarz. Ja. Also das ist kein Thema. Dann hast du eine riesen Küche. Das Genau. ist Ich habe auch stirnseitig wieder um den Kühlschrank sitzen. Hier ist dann. So. tiefer. Ach, das Bedienfeld ist abgetrennt. Dadurch wird er natürlich noch viel größer. Und der schwenkt so weit aus, dass ich den auch vom Vorzelt aus bedienen kann. Boah, ist der groß. Das liegt aber daran, das Bedienfeld ist, glaube ich, woanders. Da oben ist es. Ich habe es gesehen. Hast du gesehen? Ja, das ist hier oben. Das hier oben. Da ist das Bedienfeld und dadurch wird er natürlich höher. Dann hast du das Knaus-Bussystem eingebaut. Richtig, das hat jetzt Weinsberg seit diesem Jahr erst bekommen, seit 23. Hatte vorher die normalen Kippschalter. Sag mal, ich sag dauernd Knaus. Ist das hier in Weinsberg oder in Knaus? In Weinsberg. Ist aber auch gut gemacht. Ja, klar. Also die werden im selben Werk gebaut eigentlich? Die Weinsberg, werden im Knaus? selben parallelen gleichen Werk gebaut. Genau. Okay. Mit den gleichen Mitarbeitern. Mit den gleichen Mitarbeitern tatsächlich. Weil der ist gar nicht so popelig, wie ich finde. Nee. Ja, aber Der gefällt mir. trotzdem Also, von Knaus im Prinzip und ja, hat auch den Anspruch, den gleichen. also im Knauswerk quasi. Oder der Knaus kommt aus dem Weinsbergwerk, wie man will. Wie man möchte. Mach mal oben auf, bitte. Und wenn du mal gerade hier unten mal so richtig mit beiden Händen wackelst, sodass das Auto wackelt. Ja, bis feste. Mach mal fest, dann beweg dich mal so richtig. Ist gut gemacht. Gleich ab, ja. Ja, das ist halt alles durchgehend. Schöne große Klappen. Also bitte, liebe Leute, fahrt mal verschiedene Modelle, weil das Thema Ford gibt es ja auch von mehreren Anbietern mittlerweile. Es ist dann nochmal ein Unterschied, aus welchem Werk sie kommen, wie sie gefertigt sind, mit wie viel Aufwand. Du liegst hier, überall ist hier nochmal so eine Art Lederoptik dazwischen, damit auch ja nichts quietscht. Genau. Das ist alles gedämmt und auch alles isoliert zusätzlich. Das Bett ist üppig groß, auch 1,94 mit knapp über 1,40. Du brauchst keine Backen hier bei dem Außen, ne? Nee. Geht ohne Backen, weil er so breit ist. Richtig. Es gibt aber für die ganz großen, über 2 Meter, auch die Backen. Auf der Fahrerseite. Dann Optional. optional, dann können auch 2 Meter Leute hier. Preis, was kostet das mehr? 1500. Aber es geht ja jetzt die Angebote im Moment für die Lagerfahrzeuge. Genau. Mach mal auf. Dann haben wir eben gerade schon mal gezeigt. Spart noch einmal, ich will mal reinblicken ohne dich. Das wir einmal ganz kurz zeigen. Da oben ist übrigens noch mal eine Trockenstange. Dann hast du hier ein ganz großes Waschbecken, eine integrierte Dusche. Ist natürlich, wenn der Duschvorhang, wenn die feste Tür wegfällt, sparst du unglaublich viel Platz. Das merkst du dann schon. Du hast einen ganz großen Raum. Und ich mache dir einen Vorschlag. Ich komme mal gerade von hinten. Dann kannst du da bleiben, wo du bist. Öffne mal hier die Tür. Und siehe da, ein Leo. Von der anderen Seite. Ist natürlich schon krass. Du hast auch keine Verbotszeichen hier. Das heißt, du kannst die Türen aushängen und kannst sie komplett öffnen. Ja. So, jetzt bist du schwer mit den Augen am Drücken, weil es wird sehr hell gerade. Richtig. Viel Platz. Das ist schon ein Unterschied, wenn du fast einen halben Meter mehr nach oben hast. Ah, ist schon Wahnsinn. Das ist echt lustig. Wahnsinn. Dann hast du hier einen riesen Raum noch. Wenn du mal zu mir kommst, bitte, Leo. Das mache ich gerne. Ich brauche dich mal gerade als lebendes Metermaß und dich mal gerade da reinsetzt, so dass das einfach nur mal reinsetzt unten. Ja. Das ist eine riesen Garage. Das Bett ist jetzt noch zu. Genau, und hier hast du dann auch die Batterien verbaut. So, das Ganze ist Lithium vorbereitet. Ja, das geht auch mit Lithium. Geht auch Lithium, passt noch eine zweite Batterie rein. Ja. Das heißt, man könnte 200 Ampere-Stunden direkt reinmachen. Ne, etwas höher. Sekunde. Und ja, tolles Fahrzeug. Preis? 66,9. Das ist ein Angebot, oder? Ja. Wie er hier steht. Wie er hier steht. Automatik. Automatik, Anhängerkupplung,
zusätzliche Fenster, zusätzliche Pakete, Anhängerkupplung. Parksensoren, Ja. Automatik, Navi, Rückfahrkamera. Mach die Tür mal bitte zu, Alles dabei. denn dann brauche ich nämlich nicht viel Hilfe. Wir sind nämlich bei Vergen-Wels. Das Ganze in Bissendorf. Heute ist der 15. September. Die Preise fallen und ich mache mal neue Gimbal-Akkus rein. Nach 4 Stunden. Der Carabus von Weinsberg auf Ford-Basis. Tschüss, Leo. Tschüss, Sven.